Herzlich willkommen auf Zeugniskultur, liebe Zuschauer. Heute bei uns zu Gast der Andreas und heute mal ein anderes Format, weil normalerweise sitzen hier Leute, die über ihr eigenes Zeugnis erzählen, berichten. Der Andreas wird heute primär über seinen Vater erzählen, der mittlerweile verstorben ist. Warum tun wir das? Ganz einfach, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo sehr viele vaterlose Kinder aufwachsen. Wir haben zwar Väter, aber keine Väter als Vorbildfunktion und deswegen wollen wir dieses Thema heute behandeln, damit einfach der Vater nochmal aus einer Perspektive beleuchtet wird, wie ihn alle Kinder mit Sicherheit wünschen und auch haben sollen. Deswegen, Andreas, danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns die Geschichte deines Vaters mitzuteilen oder uns die Geschichte deines Vaters mitzuteilen. Und auch natürlich interessiert mich persönlich, wie deine eigene Geschichte als Vater heute aussieht. Du hast ja auch Kinder. Ja? Das heißt, wie du jetzt aus den Erfahrungen mit deinem Papa, aus dem, was du mit deinem Papa gelernt hast, jetzt quasi das auch auf deine Kinder und dein Umfeld anwendest. Deswegen, ich freue mich, dass du da bist. Was bedeutet für dich denn tatsächlich die Rolle eines Vaters heute? Ja, ich finde es klasse, dass du das Thema auf das Vaterthema lenkst. Ich erzähle tatsächlich von meinem Vater. Es ist mir ein Anliegen, das zu tun. Und man erlebt natürlich spezielle Dinge mit seinem Vater. Und ich will den Fokus darauf legen, auf die letzten Wochen oder Tage, die ich mit ihm erlebt habe, die schon irgendwie ja, sehr, sehr krass waren und ja, so unter diesem Fokus waren. Mein Vater selbst ist evangelischer Pfarrer gewesen, eigentlich fast sein ganzes Leben lang. Erst aktiv im Dienst und dann im Ruhestand pausenlos unterwegs gewesen. Und ja, ich habe mir immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn mein Vater mal irgendwie den letzten Weg, so den letzten Gang hat. Und ist eine ganz spezielle Geschichte natürlich auch. Ich werde auch davon erzählen, wie hat mein Vater seinen Vater erlebt und auf einmal merken wir, das ist so wie so Dominoeffekt, da passiert was, da gibt es Zusammenhänge oder auch Unzusammenhänge, Zerrissenheit auch drin und darum soll es eben heute gehen, was ich von meinem Vater erzählen möchte. Sehr gut. Ja, ein sehr interessantes Thema, was du ansprichst, weil dein eigener Vater ja seinen Vater gar nicht wirklich lange erleben durfte. Das ist ja das Interessante an der ganzen Geschichte. Ja. Erzähl uns ein bisschen mal was darüber. Ja, man wächst so auf als Kind, ja, und hat einen Vater, glücklicherweise, dankenswerterweise hatte ich einen sehr tollen Vater, der wenig Zeit hatte für uns, der sich ganz in das Pfarramt reingegeben hat, ja. Das kann man gerne kritisieren, da hat er uns gefehlt. Irgendwann habe ich registriert, da war ich aber dann schon, ich glaube, über 20. Mensch, warum tat er sich manchmal vielleicht auch schwer, so diesen Kontakt zu suchen? Warum mussten wir, sage ich mal, manchmal tagelang betteln, Papa, spiel Fußball mit uns, spiel Fußball mit uns? Ja, weil er war ein großer Fußballer früher selber auch mal, hat unglaublich gern Fußball gespielt, war Torhüter im Umfeld vom 1. FC Nürnberg, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Das ist so unsere Geschichte. Da kommt er her, seine Heimatstadt, also Hersbruck, nahe von Nürnberg, ein Franke. Und der Fußball, mit dem sind wir groß geworden. Und wenn er dann mit uns Fußball gespielt haben, das war Himmel auf Erden. Das war klasse. Du hast einen Torhüter, wir waren 5 Jungs zu Hause, eine Schwester noch. Da hast du schon eine Fußballmannschaft gehabt und dann ging's halt richtig rund. Ne? Und irgendwann habe ich dann später registriert, warum tat er sich so schwer? Mensch, mein Vater ist vaterlos aufgewachsen. Das heißt, du würdest schon sagen, dass das einen Einfluss auf ihn hatte in Bezug auf euch dann? Okay. Absolut. Absolut. Weil er hat es nie drüber gesprochen, so, aber du hast es gemerkt und im Nachhinein merkst du, wenn du selber dann auch Vater bist, wo du an die Grenzen kommst, wo du manchmal nicht weißt, was mache ich jetzt als Vater, als Mann zu meinen Söhnen, als Vater meiner Kinder, wie verhalte ich mich jetzt in ganz konkreten Situationen richtig, wie gehe ich damit um? Er hat nie ein Vorbild gehabt, wo er sich hat abgucken können, 1937 geboren. Sein Vater war einmal im Heimatbesuch, da war er gerade laufen können,
gar nicht richtig wahrgenommen. Wie alt war dein Papa letztendlich, als sein Papa verstorben ist? Ich glaube 2 Jahre. Oh wow, okay, klar. Wenn ich das noch richtig weiß, also ist in Russland gefallen und hat seinen Vater eigentlich nie gekannt. Ja? Und so ist er groß geworden. Das gehört schon mal zu seiner Geschichte dazu. Und wir hatten immer gesprochen, auch viel in der Gesellschaft über die väterlose Gesellschaft, auch ja, durch Krieg, durch die Prägungen des Krieges. Viele gefallene Menschen, gerade erleben wir ja auch einen Krieg in Europa, wo wir sehr nah sehen können, was das heißt, wenn Tausende fallen. Wie es auch im Psalm 91 heißt. Da kommen wir auch nochmal drauf. Wenn Tausende fallen an deiner Seite und Zehntausende zu deiner Seite. Ja, manchmal reißt das Leben riesengroße Löcher. Genau, und das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, den du ansprichst. Wenn er quasi wahrscheinlich mit 2 Jahren, ja so genau weiß man es jetzt nicht, seinen eigenen Papa verloren hat, wie kommt es dann doch dazu, dass wir heute hier sitzen, über deinen Papa sprechen, der für dich ein Riesenvorbild war? Es kommt wirklich daher, dass ich erzählen möchte, wie ich das erlebt habe, als er verstorben ist. Mein Vater war evangelischer Pfarrer. Ich schätze, er hat 1500 plus minus Menschen beerdigt in seiner Karriere. So viel Hochzeiten, Trauungen nochmal und so weiter und so fort. Und ich habe mir oft gefragt, schon vor zig Jahren, auch noch als Jugendlicher schon, wie geht mein Vater mal damit um, wenn er an der Reihe ist plötzlich? Wenn er nicht ins Grab reinguckt, sondern weiß, jetzt das nächste offene Grab sozusagen ist seins. Hat er das Zeug dazu? Hat er den Glauben dazu? Versagt sein Glaube auf ganzer Strecke? Hat er Angst vorm Tod plötzlich, wenn du 1500 oder noch mehr oder so ungefähr müssen es gewesen sein, mindestens. Klar, über den Tod kann man leicht reden, aber wenn man selbst damit dann konfrontiert wird, ne, die Frage, so richtig, genau, wie ging es dann weiter? Du tust immer, auf einmal bist du an der Reihe. Ja. Ist er vorbereitet. Und es ging 2021 im Herbst los, als ich ihn besucht hatte. Und er hatte so die Hose so ein bisschen leicht geöffnet, wie wenn man so zu viel gegessen hat, Bauchweh hat, und hat dann auch gesagt, es drückt irgendwie am Bauch, so ungewöhnlich. Ich habe mir schon gedacht, warum ist es? Er hat irgendwie so, hat gedacht, Verstopfung irgendwie, man wird nicht jünger und so weiter. Es war aber seltsam, ja. Dazu kam noch, er hatte sich dann an den Kopf gestoßen gehabt, auch ein paar Wochen vorher. Und es ist nicht mehr richtig zugewachsen, nicht mehr richtig verheilt oder so. Aber er war quickfidel, fit wie ein Turnschuh, könnte man sagen. Ja. Und plötzlich war da irgendwie was. Und es blieb. Und es gab Abklärungen dann bei dem Hausarzt erst, bei den Ärzten lokal im Krankenhaus, bis es hieß, ja, das ist Krebs, ja. Und sieht wohl eher nicht so gut aus. Die Ärzte reden da nicht gern und viel drüber. Wäre auch vielleicht was fürs Thema Vater. Wie sage ich schwierige Dinge? Wie gehe ich mit solchen Dingen auch um? Und er kam dann ins Krankenhaus im Dezember 2021. Und am 8. Dezember habe ich Geburtstag. Ich war mit meiner Frau, weil es mein 50. war, im Elsass, haben uns ein schönes Wochenende gegönnt, sehr empfehlenswert. Und dann kommt der Anruf von ihm. Und ich kann dir, Alex, bis heute nicht sagen, hat er angerufen, um mir zum Geburtstag zu gratulieren, oder warum hat er eigentlich angerufen? Ich glaube, er hat gar nicht mir gratuliert gehabt, aber er hat angerufen. Und er hat erzählt, ja, er liegt hier im Krankenhaus, Freiburg, in der Spezialklinik. Und es ist wohl alles voller Metastasen und nicht so gut. Und die Ärzte wissen nicht genau, was sie jetzt für eine Therapie und ob und so weiter. Aber das Wichtigste war, er wollte mir eigentlich nur erzählen, mich tröstet so der Psalm 91, sagt er plötzlich. Als Pfarrer darf man das ja sagen, so, ne? Psalm 91. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso Psalm 91? Und hat er gesagt, ich habe so einen tiefen Frieden. Ich habe so einen tiefen Frieden. Das hört sich jetzt banal an, aber ich habe gesagt, ich habe immer so gedacht, was passiert mit ihm, wenn er so vor dem letzten Weg steht?
Und es war in dem Telefon, als wollte er mir nur nicht sagen, alles Gute zum Geburtstag. Er wollte mir nicht sagen, ich bin im Krankenhaus, sondern ich erlebe gerade einen Frieden, wie ich ihn wahrscheinlich selbst in der Zeit als Pfarrer, wo er sehr viel auch mit Gott und mit Jesus erlebt hat, nie erlebt hat. Es ist ein Frieden, der ist außerhalb von dieser Welt. So kam das für mich rüber. Es war ihm nur wichtig, meine Frau mir zu sagen, es ist so ein tiefen Frieden, ich habe sowas nicht erlebt. Ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. So, okay, Psalm 91, das Telefonat war vorbei und ich habe mir gedacht, wieso Psalm 91? Ich hätte mir erwartet, Psalm 23, den kennt die halbe Welt, der Herr ist mein Hirte, wird mit nicht sagen, wandelt im tiefsten Tal und so weiter. Das tröstet ja jeden. Psalm 91, ich habe gedacht, ich kriege das nicht irgendwie auf die Kette. Warum mit Psalm 91? Das muss doch irgendeinen Haken haben oder einen Hintergrund haben. Es ging dann weiter, er war auch über Weihnachten in der Klinik, also längere Abklärungen. Kam dann, ich kann es nicht genau sagen, nach Weihnachten, glaube ich, um den Jahreswechsel dann wieder nach Hause. Und wir haben dann seine Pflege organisiert, wir als Geschwister. Und es ging so schnell, es war, wie wenn du einen Menschen siehst, über 20 Jahre altern, bis zu seinem Tod, von 60 bis 80 oder von 80 bis 100, das war innerhalb von ein paar Tagen oder letztendlich wenigen Wochen dann. Wir hatten gerade das Pflegebett bestellt, dann zum Glück sehr vorausschauend und schon hat er es gebraucht. Und die ganzen anderen Utensilien, das ging einfach so schnell. Wir haben uns dann abgewechselt als Geschwister, ihn einfach auch zu pflegen. Und ich hatte mir dann, war dann häufiger zu Besuch. Er wohnt so 300 Kilometer entfernt an der Schweizer Grenze. Weil ich in der Schweiz viel arbeite, konnte ich das immer gut verbinden. Und wir haben uns so abgewechselt als Geschwister, habe ihn häufiger besucht. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum dieser Psalm 91? Und da beginnt eigentlich so diese Geschichte, dass ich mir gedacht habe, das muss doch was mit ihm zu tun haben. Ja? Als Theologe, der ich auch dann geworden bin, aus seinen Fußstapfen heraus, sagt man, wo hat es so seinen Sitz im Leben? Ja? Was hat es mit dem was hat dieses Bibelwort oder dieser Psalm konkret mit dem Leben zu tun? Hat er was? Ich konnte es nicht greifen, wie. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich gedacht, okay, ich nehme den Psalm mal und studiere den mal. Vielleicht gibt es irgendeine Erleuchtung oder einen Gedanke, wo ich dann, ja, jetzt kann ich es verstehen. Ja? So, und geht los, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen, spricht zu Gott, meine Burg, meine Zuflucht. Okay, schön. Und dann geht es weiter und später kommt dann so diese Engelstelle, die auch urbekannt ist, denn er hat seinen Engeln tausendfach vertont ist, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht stoßest an einen Stein. Da habe ich gedacht, okay, das ist zu glatt. Das ist zu glatt für einen Pfarrer, der jetzt Krebs hat, der ganz starke Schmerzen hatte, ja. Immer stärker wurden, das Leiden immer stärker wurde, das ist zu glatt, ich kann es nicht verstehen. Und dann habe ich weitergelesen, ich darf mal hier gerade mal, dass ich das, ich bin nicht ganz so gut im Auswendiglernen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, so geht es los, hatte ich ja gesagt. So, und dann bin ich über den Vers 5 gestolpert, ganz krass. Du musst nicht erschrecken vor den Schrecken der Nacht, vor den Pfeilen, die am Tag fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben anrichtet. Auf einmal denke ich, wir waren noch mitten in den Corona-Wehen. Auf einmal habe ich kapiert, meine Eltern haben gesagt, impfen braucht man nicht. Ja? Wir haben einen Krieg überlebt, wir stehen unter dem Gottesschutz sozusagen. Die waren jetzt nicht verrückt fromm, sondern die haben einfach gesagt, wir sind gestandene Leute und wenn wir sterben, sterben wir und wenn nicht, wir sind in Gottes Hand. So. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Die hatten sich nicht geimpft, sie haben einfach normal weitergelebt. Das Ding ist an denen spurlos vergangen, das konnte ihnen nichts anhaben. Ich dachte, das ist ja verrückt.
Das ist ja ein Hammer. Natürlich haben das Millionen andere auch erlebt oder Tausende, aber es war schon ein spezieller Fall, weil sie hochbetagt waren. Man hat gesagt, ihr müsst euch, ihr seid über 80 und so weiter. Okay. Ja? Das wäre meine Frage jetzt gewesen, wie alt Sie da waren. Also schon Hochrisikogruppe so. So, und dann geht es aber weiter. Vor der Seuche, die am Mittag Verderben anrichtet. So, und das habe ich vorhin gesagt, wenn 1000 an deiner Seite fallen und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Und auf einmal hatte ich die Geschichten vor mir, die mein Vater mir erzählt hat. 37, 45, 8 Jahre, die letzten Monate des Kriegs. Ich glaube, es war April oder so. Das war der Monat, wo seine Heimatstadt Hersbruck massiv unter Bombenhagel war. Mein Vater ging durch die Straßen mit seinem Köfferchen, Brot sammeln, Lebensmittel. Es war Ende Krieg, es war wenig lustig sozusagen. Er hat in der Stadt gewohnt und nicht am Land, war es noch mal schwieriger. Und er ging durch die Stadt als kleiner Bub. Auf einmal gibt es Sirenenalarm und wer sich mit dem Krieg beschäftigt, weiß, gegen Ende waren manchmal die Bomben schneller als der Sirenenalarm. Und er hat erzählt, er weiß nur noch, wie eine Tür von einem Haus aufgeht, ein wildfremder Mann zerrt ihn rein, nimmt ihn mit runter in den Keller und oben krachen die Bomben nur noch so rein. Wenn Tausende fallen zu deiner Seite, Zehntausende zu deiner Seite, dich wird es doch nicht treffen. Auf einmal habe ich gesagt, boah, das hat ja was mit ihm zu tun. Ja. Gottes Gunst lag schon auf ihm, bereits im Kindesalter. Das hat er irgendwie verstanden, das hat er immer wieder auch später erzählt, war eines seiner Schlüsselerlebnisse. Jetzt ist er dann auch ohne Vater weiter aufgewachsen, hat er dann Kontakt zu Christen gekriegt und ging dann auch so in den christlichen Jugendclub und so und hat schon auch die Sache, fand er ganz okay. So ziemlich als einzigster seiner Familie. Aber er hat an Gott geglaubt, er hat auch an Jesus geglaubt dann irgendwann. Aber er war so ein ganz normaler, junger, dann frommer Kerl. Hat seine Lehre gerade so fertig gehabt als Former und Gießer. Schwerstarbeit, Knochenjob, Hauptschulabschluss. Vaterlos, Kriegskind. Das sind so die Geschichten, die es vielfach gab. Traumatisiert eigentlich ohne Ende, ja. So. Er war dann älter und hatte seinen besten Freund und dann machst du viel zusammen, haben sie sich zusammen Motorroller gekauft, 125er vom ersten selbstverdienten Geld. Das war damals natürlich schon klasse und ein 125er Roller, ich meine, das ist wie wenn du dir heute mit 20 einen Porsche kaufst oder so. Ne? Also da geht es richtig ab. Ne? Ein guter Vergleich. Da war Freiheit, ja. Und die Geschichte, das zum Thema Vater, was du am Anfang gesagt hast, die weiß ich nicht, seit ich jetzt 3 bin, sondern als ich selber mal im christlichen Jugendclub saß als Jugendlicher und mein Vater war eingeladen, hat erzählt von seinem Leben. So kam ich an diese Geschichte. Er fährt macht eine Ausfahrt. Ich weiß es nicht, war es Frühling oder Herbst, eine von beiden Jahreszeiten. Es ist auch waldig gewesen. Es lagen wohl irgendwo dann auch ein paar Blätter auf der Straße oder war morgens noch ein bisschen feucht eben, Bodenfeuchte da. Sein bester Freund fuhr voraus, ohne Helm. Ihn hat es geschmissen in der Kurve. Und du hast damals eben nicht diese Plastikleitplanken gehabt, sondern Betonpfosten an der Straße. Und Sekundenbruchteile. Mein Vater hat dann seinen besten Freund gesehen, der mit dem Kopf voll in diesen Betonpfeiler. Da war nicht mehr viel übrig, muss man wirklich so deutlich sagen. Sieht seinen Freund, der sofort tot war, auf der Straße liegen, in ein Trümmerfeld. Und das Erlebnis hat ihn komplett auf den Kopf gestellt. Er war ja schon eben so ein bisschen christlich sich informiert und auch dabei, hat an Gott geglaubt. Aber es war als mit diesem Erlebnis ein Schalter umgelegt war und mein Vater gesagt hat, okay, es gibt 2 Dinge, die sind wichtig. Morgen kann dein Leben vorbei sein. Und wie habe ich gelebt? Wie habe ich es genutzt? Was habe ich gemacht? Und das andere ist,
es gibt einen Gott und es gibt einen Sohn, der heißt Jesus Christus und an den glaube ich und der lebt. Und was ist, wenn du, Alex, als Beispiel morgen stirbst und du weißt nicht von diesem Jesus? Ja. So, und jetzt hat mein Vater angefangen und hat gesagt, es kann für morgen, für mich oder für jeden, und wen ich auf der Straße trifft, der letzte Tag sein. Und wenn der nicht von Jesus weiß, dann weiß er das Beste nicht im Leben. Dann weiß er nicht von diesem Frieden, wo ich gesagt habe. Dann erlebt er das nicht. Dann hat er sich nicht Gedanken drüber gemacht. Aber das ist das, was mich jetzt gerade wundert, weil wenn man jetzt von so vielen Schicksalsschlägen hört und in der Situation, wo eigentlich sehr, sehr viele Menschen überhaupt an die Existenz eines Gottes glauben würden, ja, weil so viel Leid, ja, Vater, Krieg, ein Freund, wie auch immer, normalerweise kann man sagen, dich gibt es nicht, weil so viel Leid, wie ich erlebe, dich kann es gar nicht geben und das löst bei ihm eigentlich das Entgegengesetzte aus. Und das ist das, was mich jetzt gerade sehr wundert, dass er gerade in der Situation sagt, nein, dann will ich doch, dass so viele Menschen von dieser rettenden Botschaft erfahren. Ja, aber es sind eben die zwei Sachen. Das erste fällt jedem wahrscheinlich noch leicht, morgen kann es vorbei sein. Das macht was mit einem Menschen normalerweise. Und das andere war, es ist da ein Gott, der dich liebt. Das war sein Glauben. Das war seine Überzeugung. Und wir haben das erlebt als Kinder dann auch und später, es war mehr, er hat dann Theologie studiert, also mit Hauptschulabschluss dann, hat er das auf verschiedene Wege dann einfach hingekriegt und diese Karriere sozusagen gemacht. Warum? Weil er wollte den Menschen, hat gesagt, das Beste ist, ich mache diesen Beruf, auch wenn ich einen handwerklichen Beruf gelernt habe, ich werde Pfarrer. Ich predige den Leuten von Jesus und zwar Tag und Nacht, so oft ich kann. Und das hat er wirklich gemacht, so oft er nur irgendwie konnte. Mit aller Leidenschaft. Ne? Mit aller Leidenschaft. Es war häufig peinlich für uns Kinder, wenn wir mit ihm unterwegs waren, weil es war wirklich, wer nicht bei 3 auf den Bäumen war, den hat er in ein Gespräch verwickelt. Oh. Ich sag mal so für ein Vertriebstraining, für Verkäufer, war wahrscheinlich einer der Besten. So mit Leuten einfach ein Gespräch anzufangen. Und das hat er geschafft. Und zwar, es war im Nachhinein für uns zwar mal peinlich als Kindern, aber im Nachhinein nie irgendwie verkrampft oder sonst was, sondern er hat die Menschen gemocht, auf die er zu ist. Er hat die Menschen geliebt und deswegen ist er auf sie zu. Und er hat diese Liebe von Jesus, er wollte ihnen diese 2 Sachen sagen. Morgen er hat es nicht so krass gesagt, sondern er hat gesagt, wie geht's Ihnen und so weiter. Und zweite, dritte Satz war Jesus. Das war einfach krass, ja. Das war so sein Leben. Und eine Episode, da war ich noch gar nicht auf der Welt, sind sie spazieren gegangen, dann meine Eltern, und in dem Park waren viele Leute unterwegs, schönes Wetter, so wie heute. Und war ein junges Pärchen mit Kinderwagen geschoben und mein Vater geht drauf zu und sagt, ja, hallo und ja, wer ist denn der Kleine und so weiter und so fort. Sich kurz mit denen unterhalten, freundlich, und dann sind die wieder weitergelaufen. Dann haben die Leute gesagt, ich glaube, er war mit der Gemeinde unterwegs, irgendwie mit der Kirche in der Aktion. Wissen Sie, Herr Pfarrer, wissen Sie, wen Sie angesprochen haben? Nein, wieso denn? Ja, das war der Uwe Seeler. Uwe Seeler, das war er tatsächlich damals. Okay. Aber so war er einfach, wo er gesagt hat, er hat keinen Unterschied zwischen den Menschen gemacht, sondern jeden Menschen einfach so angesprochen und das weitergeben wollen. Aber wusste er, dass es der Uwe Seeler war in dem Moment? In dem Moment nicht, obwohl er Fußball begeistert war. Aber das, ich meine, heute sind wir medialer unterwegs, das war damals noch nicht ganz so nah dran. Ja. Das Internet gab es noch nicht. Nee, genau. Ja. Okay. Genau, ich habe dich jetzt einfach mal reden lassen, weil das sehr spannend war, aber eine Frage, die mir dann doch auf dem Herzen liegt. Du sagtest anfangs, für dich war die Frage, wenn so ein Mensch wie dein Papa so vielen Menschen in den Tod begleitet hat, so viele Trauungen gemacht hat und also die Frage war, wie geht er mit seinem eigenen Tod um oder eben mit Hinblick auf seinen eigenen Tod, und dann sagtest du, an deinem Geburtstag war da dieser Anruf. Ne? Und mich interessiert jetzt mal die Tatsache, wie haben auch deine Geschwister diese Nachricht verarbeitet oder ihr als Familie, dass er auf einmal vielleicht auch ganz anders damit umgeht, als einige vielleicht gedacht haben. Ja? Vielleicht gab es ja auch einige, die
gesagt haben, oh, weiß nicht, wahrscheinlich wird es ihn mitnehmen und wahrscheinlich wird es nicht so leicht haben. Wie war es denn tatsächlich für euch als Familie, diese Nachricht, dass er gar keine Angst hat vom Tod? Mhm. Im Nachhinein würde ich sagen, ich kann natürlich nicht für meine Geschwister sprechen, aber ich glaube, haben es ähnlich erlebt, war er authentisch wie immer. Also sein Glaube war halt einfach echt. Das wussten wir halt auch als Kinder. Ja? War kein Märchenonkel, sondern wir haben uns gefragt, ja, wir mussten uns selber mit auseinandersetzen, ja, was glaubt der da und wenn es einen Gott gibt und so weiter, dann muss ich mir mal Gedanken hier machen und hat es eben authentisch gelebt. Und von daher war es auch irgendwie nachvollziehbar. Er hat schon so etwa ein Jahr bevor die Leiden begann, oder 1,5 Jahre vorher häufig den Satz gesagt, ich bin nicht lebensmüde, aber lebenssatt. Okay. Also er hat so ein bisschen, er war so ein Technikfreak, aber es hat ihn nicht mehr so viel begeistert. Er musste jetzt nicht mehr unbedingt ein neues Handy irgendwie so, das, was ihn früher mal dann noch fasziniert hat, der Fortschritt der Technik, sondern so gesagt, und hat gesagt, nicht lebensmüde, es ist nicht, dass ich irgendwie, aber irgendwie hat er es gespürt, jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Und dann wussten wir, okay, wir wussten im Nachhinein, er war einfach massiv vorbereitet auf das, was kam. Auch durch seinen Glauben halt heraus, ja. Genau, ich hatte dir vom Psalm 91 erzählt und hatte dann begriffen, eben in diesen Geschichten, wenn Tausende fallen und Zehntausende zu deiner Seite, wird es doch dich nicht treffen. Diese Erlebnisse eben als kleiner Bub, der Bombenhagel und dann eben dieser Motorradunfall von seinem besten Freund. Und es ging aber dann noch dann weiter, dann ist praktisch der Psalm 91 so in diese Geschichte seines Leidens hineingekommen, die mich mit ihm so verbunden hat ein bisschen, auch in der Pflege aus meiner Perspektive als eines von den Geschwistern. Und ja, es wurde jeden Tag quasi wirklich schlechter. Also ich war 14-tägig oder dann fast wöchentlich einmal dann da und du hast es immer gemerkt, es ist wieder deutlich schlechter geworden. Dann konnte er nicht mehr allein auf Toilette gehen und so weiter und so fort zum Essen hin. Dann musste ich ihn stützen und dann musstest du beim Essen helfen und so. Das ging innerhalb von wirklich, es waren letztendlich 6 Wochen oder so, dann im neuen Jahr, dann bis zum 8. Februar, als er dann verstorben war. Und ich war dann die Woche, bevor er verstorben war, auch dran, nach ihm zu schauen und war vor Ort. Habe dort auch eine Nacht übernachtet bei meinen Eltern. Und er lag dann so im Wohnzimmer auf dem Pflegebett oder auf seinem Sterbebett und ging ihm schon deutlich schlechter. Also war so, dass er nicht mehr aus dem Bett alleine oder gar nicht mehr raus konnte dann. Also es war wirklich dann schon wirklich schwierig geworden. Und hatte starke Schmerzen. Zum Glück ein befreundeter Arzt konnte ihn dann palliativ so einstellen, dass das wirklich sehr, sehr gut war, dass er wenig dann wahrgenommen hat, einfach von den Schmerzen, aber voll bei Bewusstsein auch da war. Und ich habe ihn dann so liegen sehen, da in seinem Bett und habe mir dann gedacht, Mensch, Psalm 91, Gott, da steht drin, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, jetzt geht's aber, dass er seinen Fuß nicht stößt an einen Stein. Wenn schon den Psalm so, dann wollen wir ihn ganz wörtlich nehmen, habe ich Gott gesagt. Aber jetzt stößt er seinen Fuß an diesen Stein des Leidens. Ich weiß, dass andere Menschen viel mehr leiden, aber es war dieser Psalm. Ich wollte diesen Psalm verstehen. Und er hat gesagt, warum Gott stößt er jetzt seinen Fuß an diesen Stein des Leidens und warum gibst du deinen Engeln nicht Befehl, dass er nicht leiden muss, ihn jetzt abzuholen zu dir? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Warum holen sie nicht aus diesen Leiden heraus? Ich sitze so und sehe ihn und im gleichen Moment habe ich so ein inneres Bild, wie ich so eine Gruppe Engel im Himmel sehe, die so untereinander
so wie vorm Thron Gottes. Ich habe nicht den Thron Gottes gesehen, so, aber das war nah dabei, die dann so gesagt haben untereinander, ja genau, wann können wir ihn abholen, wann können wir ihn abholen? Und ich fand es stark, weil genau das ist der Charakter von Engeln. Wie es auch in der Bibel heißt, sie sind dienstbare Geister. Die sind Diener. Sie dienen Gott Tag und Nacht und beten ihn an und verherrlichen ihn. Und jetzt war ich als Mensch, habe eine Frage gestellt, die Engel waren hier mit im Spiel, ja genau, wann können wir ihn holen? Sie haben Fürsprache gehalten. Das war ein krasses Bild irgendwie, fand ich. So, ich bin wieder nach Hause gefahren und war die nächste Woche schon wieder dran. Ich kam dann, es war ein Dienstag, kam ich an und am Spätnachmittag, Entschuldigung, ich muss eins zurückspulen. Genau, wann holen Sie sich? Gott hat ja geantwortet auf die Frage. So, die Engel so im Himmel, ja, wann genau, wann können wir holen, wann können wir holen? Und dann kam die Antwort von Gott, eine innere Stimme, also nicht phonetisch, dass ich Gott gehört, nur dass wir das aufklären für die Zuschauerinnen, Zuschauer. Er muss noch bleiben zu meinem Zeugnis. Und es gibt manchmal so in meinem Leben, es ist nicht jeden Tag, aber wo du merkst, das ist nicht ein Gedanke von dir, sondern da kommt was in dich hinein. Ich wusste, ich hatte auch keine Frage mehr. Und in dieser Woche dann, bis zu seinem Tod, auch vorher schon, aber da hat er dann unglaublich viel nochmal Besuche gehabt. Viele Leute, die ich gar nicht kannte, vielfach, ja, die ihn nochmal besuchen wollten, ihn nochmal sehen wollten, mit ihm beten wollten und so weiter und so fort. Als ich dann kam, eine Woche später, auch da waren dann nochmal mittags, meine Mutter hat berichtet, Leute nochmal da, die waren gerade gegangen. Da war er noch, hat mit ihm noch ein bisschen machen können. Als ich kam, hat er nur noch so reflexartig geatmet. Habe ich gemerkt, oh, wahrscheinlich, man erlebt das ja nicht jeden Tag und wird nicht mehr sehr lange gehen. Jetzt war kaum mehr ansprechbar, kaum mehr bei sich und habe gedacht, okay, jetzt ist wohl die letzte Stunde quasi gestattet. Ich habe mit meiner Mutter, mit meinem Vater immer, wenn ich bei ihnen war, Bibel gelesen abends. Da gibt es so Bibelleseplan, da liest du immer ein paar Verse jeden Tag so. Und da war schon die ganze Zeit, das war dann Anfang 2022, Josua, also Mose, Josua, was dann nach Mose kam, der Josua. So, und an dem Tag dann, also als er dann nur noch reflexartig geatmet hat, war Josua 24. Und ich habe meine Mutter gesagt, du, sollen wir noch wieder lesen? Sie hat sich auch schon überlegt, ob er das noch wahrnimmt. Und so habe ich gesagt, doch, wir machen das einfach, lassen uns davon jetzt nicht abhalten. Ich schlage die Bibel auf, Josua 24, Überschrift, Josuas Tod. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber schon krass. Habe ich meine Mutter gesagt, sollen wir das jetzt lesen? So. Hat sie gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich gesagt, doch, wir machen das jetzt. Und da geht es ja auch so, dass dann der Josua dann in die Ruhe gebracht wird, in die Ruhestätte. Und dann kriegt das Wort Ruhe und Frieden einen ganz anderen Sinn. Weil Gott, Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen predige, aber Gott hat ja seinem Volk Israel verheißen, nicht jetzt, sondern irgendwann mal eine ewige Ruhe. Und allen Menschen, die ihm gehören, eine ewige Ruhe. Einen Frieden, eine Ruhe, wo nichts, kein Schmerz, kein Leid mehr einfach sein wird. Das nicht, weil Gott Versprechung macht und Verkäufer ist, sondern weil das sein Wesen ist. Wenn du in seiner Gegenwart bist, dann wirst du befriedet, dann hast du Frieden. Und das hat mein Vater eben so erlebt und auch, denke ich, in diesem Moment. Und wir haben das gelesen und ich habe ihn dann noch gesegnet, halt einfach so, auch wenn er nicht mehr viel wahrgenommen hat, nur noch ganz kurz. Und dann saß ich wieder im Sessel im Wohnzimmer und gegenüber war das Bett und hatte gedacht, okay, die Zeit des Zeugnisses wahrscheinlich muss noch bleiben zu meinem Zeugnis, ist vorbei. Es ist wohl jetzt so, dass die Engel wohl Befehl haben, ihn zu holen. In dem Moment habe ich wieder ein inneres Bild und sehe die Engel so rechts in der Ecke vom Bett, wo früher ein Klavier stand, war jetzt ein freier Platz und sehe dort diese gleiche Gruppe Engel, die ich vorher im Himmel gesehen habe, jetzt waren sie da. Dann habe ich gedacht, okay, das scheint so zu sein, dass die Engel ihn holen. Dass sie jetzt Befehl haben, ihn heimzuholen, ja, sozusagen, in diese ewige Ruhe zu bringen. Und auf einmal habe ich aber so einen Gedankenknoten und merke, Mensch,
bevor die das tun können, muss er ja sterben. Ja? Wie geht denn das eigentlich? Da muss doch jetzt auch noch der Tod reinkommen. Ich hatte so Bilder vor mir, es ist einfach so innere Bilder. Und sehe dann so, wie so eine dunkle Schatten die Haustür reinkam, symbolisch für den Tod. Und wusste genau, habe gesagt, Gott, wie geht das? Ich verstehe es nicht. Jetzt holt ihn hier der Tod oder ne, der holt ihn, er wird sterben wie jeder andere Mensch auch. Ja? Und wie können ihn dann deine Engel holen? Das funktioniert schlicht nicht. Das war meine Frage an Gott. Und dann kommt wieder die Antwort in der nächsten Sekunde. Er ist versiegelt. Ich habe so viel schon darüber gehört. Als Christen seid ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja, ja. Ich habe es vielleicht auch verstanden, aber ich habe es noch nie so verstanden wie in dem Moment, was das heißt, versiegelt zu sein. Es war für mich gar keine Frage mehr. Ja? Das ist wie wenn sich jemand was holt, irgendwie Geld aus der Bank, aber von einem anderen Konto. Ja? Er ist nicht der Eigentümer. Kann das haben, er hat es in der Hand, kann das holen, aber dann kommt der Eigentümer und sagt, Siegel drauf, mein Siegel drauf, her. Und das war für mich, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist unbegreiflich, dass ich das so mit meinem Vater erleben kann, wo ich eben selber erlebt habe, wie gesagt, erst als junger Mann fast gemerkt habe, Mensch, mein Vater selbst ist ja auch vaterlos aufgewachsen, wo man dann auch merkt, okay, was hat es für mich geheißen an ja, guten Prägungen, aber auch an dem Unvermögen, was er weitergegeben hat. Und jetzt das mit ihm zu erleben, das war schon ganz, ganz verrückt. Und ja, wo ich gedacht habe, kann man sowas eigentlich erzählen? Aber es ist für mich so krass, dass ich sage, hey, Menschen, ich habe das einfach so erlebt, Punkt, fertig, basta aus. Das ist richtig gut. Eine richtig spannende Geschichte und eine einprägsame Geschichte. Meine Frage ist jetzt, wie viel Einfluss hat das Leben, die Geschichte deines Papas jetzt auf dein persönliches Leben? Du hast ja auch Kinder. Wie viel hast du daraus geschöpft für dich, wo du sagst, hey, der hat mich so inspiriert, der hat mich so in die richtige Richtung bewegt. Wie viel Einfluss hat das jetzt auf dein persönliches Leben? Also zunächst ist natürlich schon auch dieser Trauerprozess halt, ja, der auch ganz anders ist, als man sich das so dann, oder ich mir das vorgestellt hätte, ja, weil man ist persönlich ganz direkt eben auch betroffen. Ja, und natürlich merke ich selber und man reflektiert viel mehr, was habe ich weiß, ich bin ein toller Vater gewesen für meine Kinder, aber ich habe auch vieles echt verbockt, ich habe auch Schuld auf mich genommen. Und ja, das ist wichtig, da zu versuchen, mit meinen Kindern drüber zu reden, ja, und das auch zu thematisieren. Und das kann ich mit den Söhnen, die ein bisschen älter sind, geht es dann schon immer besser, je älter sie werden eben. Auch man kann Kinder auch nicht überfordern jetzt damit, sondern dass sie selber auch schon das reflektieren können und nachvollziehen können. Du selbst hast als Vater nicht alles richtig gemacht und dass sie vielleicht auch mal begreifen, Mensch, der Opa hatte ja gar keinen Vater und was ist das für ein Geschenk, einen Vater zu haben, auch wenn kein Vater, und das ist ja, geht ja in jedem Leben so, irgendwann mal ist der Vater nicht mehr Superman, sondern fällt stark auf die Erde, ja. Aber trotzdem einen Vater zu haben und ja, ist vielleicht so ein bisschen auch mein Testimony sozusagen. Ich habe ja gesagt, vom Krieg haben wir diese vaterlose Gesellschaft, aber es geht gerade so weiter. Ich habe viel Jugendarbeit, ich habe ja Theologie studiert, habe ich dir gesagt. Ich war viele Jahre Jugendpfarrer auch gewesen und habe viele Geschichten von Jugendlichen auch gehört, die alle Väter hatten und so weiter. Aber viel Trennungserfahrung verarbeiten müssen. Und da geht dann immer ein Vater oder eine Mutter auch ein Stück weit verloren. Und ich kann es nur so sagen, darunter leidet ein Stück unsere Gesellschaft, unsere Welt. Viele Menschen leiden darunter.
unter dieser Trennung, und häufig ist eben der Vater, der dann irgendwo halt weg ist und der dann eben fehlt. Und das ist sehr schmerzhaft. Wie gehst du mit der Aussage um? Ich habe es nie anders vorgelebt bekommen, wie soll ich das jetzt besser machen? Gerade in Bezug auf einen Vater, den man nicht hatte, oder vielleicht einen gewalttätigen Vater, einen narzisstischen Vater, wie auch immer. Väter prägen immer. Das ist so. Es gibt natürlich viele, oder nicht viele, also etliche, die auch sagen, ich mache es mal ganz anders, und das ist jeder Mann und jeder Frau gutes Recht. Und es ist auch wichtig, nur ich kann aus meiner Prägung nicht raus. Es ist wichtig, da zu spüren und zu hören, wie bin ich denn geprägt, was ist übergesprungen quasi auch auf mich. Im Umgang mit Emotionen, zum Beispiel, im Umgang in ganz konkreten Situationen, Situationen der Überforderung und so weiter und so fort. Und da zu arbeiten ist, glaube ich, lebenslange Arbeit, und es braucht eben, dass man, ich glaube, versöhnt leben kann mit seinem Vater. Ich selber musste mich auch ablösen. Ja, man sagt dann, oh, es ist ganz und schlimm und Eltern und so weiter, und muss da raus, und dann waren sie fromm dazu auch noch. Ja. Da musst du dich irgendwie ablösen und raus, und dann verarbeitest du viel über Jahre auch. Eben, du merkst, es ist nicht alles gut gewesen. Ja. Und bei mir genauso wenig, und das schmerzt so stark, das tut so arg weh. Aber trotzdem dann hinzugehen, zu sagen, wow, ich kann versöhnt, völlig versöhnt mit meinem Vater sein. Ich habe so viel Gutes von ihm mitgekriegt. Ja. Ich sehe die Defizite, Welcher Mensch läuft über die Erde ohne Defizite? Aber ich habe so viel Segen, so viel Talente, so viel Fähigkeiten eben von ihm mitbekommen, wo ich richtig stolz bin, diesen Vater mein eigen nennen zu dürfen. Und vor allem, wenn man so oder so als wiedergeborener Christ mit dem Heiligen Geist lebt, dann bleibt man so oder so nicht unverändert. Das heißt, wenn die Vergangenheit auch so schmerzhaft war, man enttäuscht wurde oder selbst misshandelt wurde, da kann Heilung reinkommen, und der Heilige Geist kann das bewirken. Und da ist es wichtig, dass wir an der richtigen Quelle zapfen. Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Wenn du jetzt an der Stelle noch persönlich zu den Zuschauern etwas sagen möchtest, die vielleicht auch irgendwie ein Defizit haben oder hatten in Bezug auf ihre Väter, ihren Vater, ihre Vergangenheit, wie auch immer, wenn du noch etwas zu sagen hast, dann darfst du das gerne tun. Ja, vielen Dank, Alex, dir auch, und ja, liebe Leute da draußen oder vorm Video, es sind einfach nur diese zwei Sachen. Denk dran, wie du dein Leben lebst, es kann morgen vorbei sein. Was ist die Quintessenz? Was soll auf deinem Grabstein stehen? Wofür hast du gelebt? Wofür hast du dich eingesetzt? Und das andere ist, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und das dritte ist, es gibt einen Frieden, der tiefer ist als alles, was wir uns kaufen, in uns rein konsumieren, in uns rein fressen oder sonst wie kompensieren wollen. Es gibt einen Frieden, der die Gegenseite zu dem ist, was du in dir spürst, was lechzt und was ausgetrocknet oder was hungrig ist, wie auch immer, nach Leben und so weiter, nach noch mehr, nach noch mehr, nach noch mehr. Du wirst es nie stillen können, außer in diesem Frieden. Und ich möchte dich einladen, diesen Frieden zu suchen. Kann nur wünschen, dass er dir irgendwie begegnet, so wie meinem Vater. Das kann man nicht selber machen. Und wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, von dir zu hören. Vielen lieben Dank, Andreas. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, ihr wart jetzt hier dabei bei diesem Thema, und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr irgendwie ein gestörtes Vaterbild hattet, das müsst ihr nicht behalten. Es kann Vergebung reinkommen, es kann Friede reinkommen, es kann Wiederherstellung reinkommen. Und wenn ihr bei diesem Prozess eine Unterstützung braucht, der Andreas hat es gerade angeboten, kommt mit uns in Kontakt. Wenn ihr spezifische Fragen habt, unter dem Video findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten zu uns. Und wir sind für euch da, so wie wir für euch da sein können. Und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Vielen lieben Dank und bis dann.